größte Problem bei Blessing of the Demon, also unabhängig davon, ist halt mit dem Double Reroll. Gibt es, soweit ich weiß, auch schon Suggestions, dass sie das entfernen sollen. Dass man nur eine Seite rerollt. Also ich meine, also ein großes Problem ist, dass man zu 80% nichts bekommt, aber das andere Problem ist, dass man immer beides rerollen muss. Das heißt ja, selbst als die Chance höher war, hast du ja höchstwahrscheinlich trotzdem nur eine Seite auf 3% gehabt und die andere wahrscheinlich nicht. Oder zumindest mit einem Wert, den du nicht haben wolltest. Von dem her ist das eigentlich immer noch Trash. Weil dann hittest du schon 1 in 10.000, aber dann ist der andere Slot einfach leer. Und im besten Fall würdest du ja beide auf 3% haben wollen. Ich meine, gut, das ist fast unmöglich. Sollte man wohl einsehen, dass das fast unmöglich ist. Aber dann, dass man zumindest überhaupt einen Wert hat. Irgendwas, was besser ist als nichts. Oder als Magier hast 3 Cast und eine STR oder so. Was willst du damit? Du freust dich über den einen Wert und verfluchst den anderen. Das ist auch das bescheuerte System. Und noch krasser ist ja, dass man es mit dem Cash-Up-Item auch nicht kann. Ich glaube, es gibt sogar eine Suggestion, dass es bei beiden ist. Und es gibt noch eine Suggestion, dass es nur bei Blessing of the Goddess so ist. Also, dass man zumindest bei Blessing of the Goddess einen Slot rerollen kann. Und dann halt den schlechten Slot mit Blessing of the Goddess quasi verbessert sozusagen. Damit zumindest beide gut sind. Oder beide einen Wert haben, den man zumindest haben oder gebrauchen kann. Also, keine Ahnung. Finde ich, ergibt halt keinen Sinn. Bei Blessing of the Goddess eben ist schon viel zu teuer und hat viel schlechtere Werte. Also der einzige Grund, es wirklich zu benutzen wäre, du rollst bei Blessing of the Demon 3% Cast Time oder Crit Damage. Der andere Slot ist leer, was ja in den meisten Fällen so sein würde oder wird. Oder wenn er nicht leer ist, ist es irgendein Wert, den du nicht haben willst. Dass man dann zumindest mit Blessing of, mit Blessing of the Goddess diesen einen Wert berichtigen kann. Das hätten sie von Haus aus eigentlich einbauen müssen. Dass man für sowas überhaupt eine Suggestion braucht, schon crazy. Weil eigentlich kann man sich echt fragen, was überhaupt der Sinn von Blessing of the Goddess ist. Also, ist halt für Leute, die halt instant Ergebnisse wollen und nicht ewig rollen wollen. Aber die Ergebnisse sind halt auch schlechter. Also ist eigentlich irgendwie sinnlos. Und ein Roll ist so teuer, dass du dafür halt direkt 100 oder 50 Blessing of the Demons kriegst. Wo halt die Wahrscheinlichkeit dann eigentlich genauso hoch ist, irgendwas Brauchbares zu kriegen. Bei 50 versus 1. Naja, aber für Single-Slots werden sie es dann wahrscheinlich irgendwann so machen, dass nochmal eine extra Scroll kommt. Blessing of the Goddess Single. Die kostet dann 300 F-Coin oder so. Oder sie machen es einfach gar nicht. Was sie auf jeden Fall nicht machen werden, ist, dass sie es abändern werden, dass man sich aussuchen kann, was man rerollt, oder dass man halt nicht mehr beides rerollt. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Denke ich. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber ich war so oder so kein Fan davon, weil ich bin persönlich kein Fan von Equipment-Verbesserungen, die halt sozusagen temporär sind. Theoretisch, wenn sie ein neues CS-Set releasen würden, also ein neues CS, ein besseres CS, wären deine Rolls weg. Oder kannst das neue CS nicht tragen, eins von beiden. Und ich meine, es ist zwar relativ unwahrscheinlich, dass sie das machen. Zumindest in nächster Zeit vielleicht. Aber es könnte trotzdem jederzeit passieren, theoretisch. Damit würden sie sich zwar unfassbar unbeliebt machen, aber das ist denen ja eigentlich relativ egal. Homeoffice und Freitag auch beste Leben. Glückwunsch, Ari. Und danke für den Resub. Also ich persönlich war bei Fly PC schon kein Fan von den Blessing of the Goddess. Und jetzt bin ich es immer noch nicht.
ist halt einfach Glücksspiel extrem, wo man halt die meiste Zeit leer ausgeht. Oder nicht das bekommt, was man will. Das habe ich am eigenen Leib erfahren in FlivePC. Da habe ich so viel Geld dafür ausgegeben und am Ende hatte ich gefühlt nichts. Naja, doch, ich hatte schon was, aber es war viel zu teuer.